Moin ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ich den Glasmaßstab und das Magnetband an meiner Mini-Drehmaschine befestigt habe. Ihr seht die notwendigen Arbeitsschritte sehr detailliert. Viel Spaß bei diesem Video. Die Montage der Z-Achse ist ja relativ unproblematisch und bei der X-Achse muss man Kompromisse eingehen. Im letzten Video hatte ich ja auch schon gefragt, wie ihr das machen würdet. Da gab es auch tolle Anregungen. Also es gibt natürlich Gründe, die dafür sprechen, es nicht hier vorne hin zu machen, weil man dann eventuell mit der Spindel in Konflikt kommt. Es gibt Gründe, es nicht hier hinten hin zu machen, weil der Reitstock da ist. Und auf der Reitstockseite befinden sich die Einstellschrauben für den Oberschlitten. Außerdem ist hier noch die Klemme für die Z-Achse, also auf der Seite ist es relativ eng. Letztendlich habe ich mich dann für die Montage spindelseitig entschieden, wohl wissend, dass es dazu Probleme kommen kann. Die zeige ich dann auch am Ende des Videos nochmal. Anschließend bin ich hergegangen, habe mir die Maße von der Maschine geholt und habe eine Zeichnung erstellt. Für diese beiden Bohrungen hier kann ich die bereits vorhandenen Bohrungen im Gussteil nutzen. Dann musste man noch berücksichtigen, an welcher Position dieser Lesekopf, also es soll der Lesekopf sein, den habe ich jetzt vereinfacht gezeichnet, positioniert werden muss, weil der soll ja, wenn die Maschine ganz nach hinten fährt, soll diese Kante ja auf der Seite sein, oder wenn es in die andere Richtung geht, soll hier unten diese Kante möglichst weiter hinten sein. Also das muss man sich anschauen und die Maße abnehmen. Dann habe ich es gezeichnet. Also hier als 3D-Konstruktion. Hier für das untere Teil habe ich auch ein Fräsprogramm erstellt. Das obere Teil, das habe ich einfach so von Hand manuell gefräst. Das Teil wird später hier durch diese Bohrung mit dem Querschlitten verbunden. Hier kommt das Magnetband rein. Da sich die Schiene nachher natürlich mit dem Querschlitten bewegt, muss hier unten ein kleiner Spalt sein. Ich habe da 5/10 gewählt, damit die sauber über dieses Teil drüber laufen kann. 3D-Druck eignet sich ja für Rapid Prototyping und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die Teile gedruckt, das geht bei mir wirklich sehr schnell mit den Druckern, die ich habe. Und dabei ist mir auch schon aufgefallen, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also die Bohrung hatte gepasst, die zweite war 10 mm daneben, kann passieren. Und auch der Tastkopf saß noch, ich glaube, 5 mm zu weit hier drüben. Also das konnte ich dann alles noch hierdurch schön erkennen und habe es dann auch geändert, bevor ich es dann aus Aluminium gefertigt habe. In dieses 3D gedruckte Teil habe ich hier ein Magnetband eingeklebt. Das ist 10 mm breit. Und da habe ich genau hier so eine Nut reingemacht, die 10 mm ist. Unten steht mal ein Millimeter, das sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht. Das ist einfach jetzt mit der Blu-Tape-Methode hier angeklebt. Es läuft 5/100 oberhalb von diesem roten Teil. Auch natürlich nur 3D gedruckt. Und der Tastkopf ist im Moment auch nur mit Blu-Tape-Methode angeklebt. Das funktioniert schon erstaunlich gut. Also Anzeige steht auf 0. Uhr steht auf 0. Und wenn ich jetzt mal hier kurbel, unscharf, ja. Und dann passt es da auch ganz exakt. Dann komme ich jetzt zur Fertigung der Magnetbandhalterung aus Alu. Das passiert alles manuell. Vor dem Fräsen der Nut nehme ich noch schnell die Kanten mit der Kamera auf. Die Eigenbaukamera ersetzt jetzt ja meinen 3D-Kantentaster.
Die Nut kurbel ich schnell mit dem Handrad durch. Dafür habe ich kein Programm geschrieben. Also bevor ich das festgeklebt habe, habe ich hier hinten mit Endmaßen unterlegt. Hier habe ich eine Klinge unterlegt, die ist 5/10 dick, sodass das Teil hier oben drüber läuft. Und dann habe ich mit dem Messschieber vorm Ankleben die Höhen gemessen, sodass die gleich sind und mit den Endmaßen halt eben so lange das passend unterlegt, bis die Höhen gleich waren. Und dann habe ich es festgeklebt. Also ich kurbel jetzt und ihr seht, der Zeiger ist fast wie festgetackert. Also ich habe ziemlich gut angeklebt. Das passt jetzt auf, denke ich mal, 1-2 Hundertstel vielleicht insgesamt. Ja, und wir haben nachher natürlich noch ein bisschen Luft in den Durchgangsbohrungen. Und jetzt werde ich so, wie es geklebt ist, abbauen und werde die Leiste als Bohrschablone nehmen. Hier habe ich bisher nur 3,3 gebohrt. Also das ist das Kernloch für das M4er Gewinde. Deswegen kann ich das hier als Bohrschablone nehmen. Wenn die Gewinde drin sind, dann kommt in die Leiste natürlich eine Durchgangsbohrung und eine Senkung rein. Soweit der Plan. So, Bohrungen sind drin, jetzt Gewinde schneiden. Für den Halter des Magnetreaders habe ich ein kleines CNC-Programm erstellt. Das können wir uns jetzt mal in der Simulation anschauen. Die Platte liegt jetzt etwas oberhalb von den Schraubstöcken, weil im Schraubstock ist eine Holzplatte eingespannt und mit der Blue-Tape-Methode ist diese Aluplatte auf die Holzplatte geklebt und liegt deshalb etwas höher. Legen wir mal los. Der Reader ist hier in diesem Bereich, der liegt ein bisschen höher, deswegen muss rundum ein bisschen ausgeräumt werden. Dann kommt eine Vollnut rein und noch ein paar Zentrierbohrungen. Ja, und die Vollnut, die hat auch noch kleine Probleme gemacht. Das werdet ihr dann gleich sehen. Eine Vollnut zu fräsen ohne Schmierkühlung in so einem weichen Alu ist nicht die allerbeste Idee. Aber der Anton ist ja ein kleiner Fuchs und er hat noch eine Fräser-Rutschkupplung eingebaut. Wenn er genau hinschaut, dann seht ihr, dass sich nicht die Platte von der Blue-Tape-Aufspannung löst, sondern dass die Holzplatte im Schraubstock mit nach rechts wandert und somit wahrscheinlich das Überleben des Fräsers gesichert hat.
So, das war eine schwere Geburt. Das Magnetband muss jetzt noch auf Länge geschnitten werden. So, das ist jetzt durch. Vielleicht kann man es vorher noch ein bisschen gerade schneiden, ein bisschen abschleifen. Ja, der passt ziemlich gut. Bisschen silbern. Das Metallband oben drauf. Ist ein bisschen lang, das muss ich noch ein bisschen kürzen auf einer Seite. Tja, schlecht, wenn man die Fingernägel schneidet. Passt perfekt. So gut wie kein Übergang. Und hier schreibe ich jetzt mal kurz drüber. Hier trenne ich es noch ab und dann ist das Teil fertig. Jetzt baue ich mal die X-Achse an, das Magnetband, fangen wir vielleicht damit an. Das ziehe ich jetzt noch nicht fest. Dann mal den Sensor. Tja, das wäre es schon soweit. Jetzt muss ich die Uhr dran halten und das noch ausrichten. Das baue ich gerade mal auf. Ja, das sind jetzt nur ein paar Hundertstel. Ich werde auf der Seite jetzt noch mal ein bisschen klopfen und dann wird das schon auf 0 gehen.
Vielleicht noch ein Hundertstel oder so. Aber das ist mehr als gut genug. Jetzt kommt noch die provisorische Schutzkappe drauf. Die werde ich so lange drauf lassen, bis ich mir ein Blech gebogen habe. Jetzt hänge ich nochmal die Uhr dran und dann machen wir noch einen Funktionstest. Die Uhr steht auf 0, die X-Achse steht auf 0, jetzt fahren wir 1 mm. Gucken wir, was dann passiert. Ja, das passt ziemlich genau. Also Uhr ist wieder genau auf 0 und die Anzeige auch. Jetzt stelle ich nochmal gerade die Anzeige auf Durchmesser. Im Moment stand sie ja noch auf Radius. Musste ausschalten, einschalten, den Punkt drücken und jetzt stelle ich die Auflösung von 5 auf 10 Mikrometer und mit dem Punkt gehe ich wieder raus und jetzt haben wir die Anzeige in X im Durchmesser. Wenn ich jetzt hier nochmal auf die Uhr gehe, ich null das nochmal hier, jetzt eine Umdrehung fahre, dann sind es in der Anzeige 2. So soll es ja auch sein beim Drehen. Ich 1 mm zustelle, nehme ich ja im Durchmesser 2 mm ab. Es scheint also perfekt zu klappen. Jetzt kann ich mir auch gerade mal das Umkehrspiel von der Spindel anschauen. Also ich drehe einfach mal bis hier auf die 0. Dann habe ich oben auch 0. Das müsste jetzt übereinstimmen, ungefähr zumindest. Ja, da sind wir bei 0. Und jetzt gucke ich, wenn ich in die andere Richtung drehe, wie viel ich drehe, bis die Anzeige anfängt sich zu bewegen. Ja, und es ist hier ungefähr 2 Hundertstel. Also das finde ich schon enorm gut für so eine einfache Spindel. Man kann die hier ein bisschen einstellen, aber 2 Hundertstel ist echt schon super. Die 2 Hundertstel Spiel erkennt man auch gut hier am Schlitten. Also ich kann hier in die Richtung bis auf 20,0 jetzt gerade drücken und in die Richtung 2 Hundertstel weiter. Ja. Auch da erkennt man ganz schön das Spiel. Aber 2 Hundertstel ist prima. Nachdem die X-Achse fertig ist, können wir uns jetzt der Z-Achse widmen. Jetzt kommen die Befestigungsbohrungen für den Glasmaßstab in das Gestell, in das Maschinengestell. Da soll die Bohrung hin. Da komme ich nämlich schlecht hin mit einer normalen Bohrmaschine. Deswegen habe ich jetzt die Verlängerung. Ich habe keine Lust, den Motor auszubauen. Und da versuchen wir es einfach mal mit der Verlängerung, ob das funktioniert. So, es geht. Einmal durchgebohrt und jetzt noch Gewinde schneiden. Rechts habe ich den Glasmaßstab schon leicht angestaubt. Dann habe ich die Waage draufgestellt und jetzt nehme ich einen 6er Bohrer und bohre erstmal kurz an, dass ich eine Zentrierbohrung habe und dann wird mit dem 5er Bohrer durchgebohrt für das M6. Das reicht schon als Anbohrung und jetzt nehme ich den 5er Bohrer.
So, auch das zweite Gewinde ist drin. Jetzt werde ich den Glasmaßstab anbauen und ausrichten. Der Glasmaßstab ist jetzt bis auf 1/2 Hundertstel ausgerichtet. Also hinten steht die Uhr auf 0. Und wenn ich nach vorne kurbel, geht es mal ein Hundertstel hoch. Aber nach hinten hin fällt es dann auch wieder ein bisschen. So 1/2 Hundertstel, das ist vollkommen ausreichend. Jetzt muss ich noch hier 2 Bohrungen reinsetzen und den Lesekopf mit dem Schlitten verbinden. So, die erste Schraube ist drin. Hier hatte ich schon ein Kernloch vorgebohrt und jetzt müssen wir noch ein bisschen in den Schlitten reinbohren. 4,2 Kernloch für M5. So, ich habe jetzt schon die Platten, die ich eben schnell gefräst habe und gebohrt habe, angebaut. Hier oben eine Platte, die hat 2 Gewinde, M5, da geht die Platte rein. Die Platte hat hier oben 2 Langlöcher, so dass ich in der Höhe das Ganze verstellen kann. Als erstes hatte ich eben diese Platte festgeschraubt und dann hatte ich den Abstand ausgemessen zwischen dem Tastkopf und dieser Platte. Das war noch 1,3 mm und da hatte ich ein paar Scheiben gehabt, die genau diese 1,3 mm haben. Ja, und somit ist es hier in dieser Richtung vom Abstand dann gut eingestellt. Dann habe ich die Schrauben hier oben gelöst, die festgemacht. Das Kunststoffteil, dieses rote Kunststoffteil, was diesen Abstand hier zu diesem Aluteil noch mit angibt, das ist noch drin. Und jetzt werde ich das Aluteil, jetzt werde ich den Tastkopf so weit hochdrücken, dass er gegen das Kunststoffteil liegt. Und dann kann ich oben festschrauben und danach kann das Kunststoffteil raus. Und dann sollte der Tastkopf exakt positioniert sein. Also ich drücke jetzt hier unten gegen den Tastkopf. Der drückt gegen das Kunststoffteil, was da noch drin ist. Ich ziehe die Schräubchen dann an. So, jetzt müsste die Höhe passen. Jetzt kommt hier noch ein Schräubchen raus, mit dem das Kunststoffteil an dem Tastkopf befestigt ist. Ja. Der Tastkopf will nicht so richtig. Das Kunststoffteil will nicht so richtig raus. Ich probiere mal, ob ich es mit der Zange greifen kann. Ja, dann kann ich es ziehen. Genau, jetzt ist das Teil draußen und jetzt stimmt der Abstand hier exakt. Und jetzt kann ich gleich mal gucken, ob das mit der Droh super funktioniert, aber das müsste jetzt passen. Ja, jetzt könnte ich noch aus ästhetischen Gründen das Ganze hier so ein bisschen absteigen. Das mache ich aber heute nicht mehr, vielleicht demnächst irgendwann. Zurzeit habe ich das kleine Emco-Futter drauf. Das ist so eine Sondergröße. 111 mm im Durchmesser. Ich weiß gar nicht, ob es das heute noch zu kaufen gibt. Es ist ja meistens 100 oder 125 mm. Bei dem Futter ist es auf jeden Fall kein Problem. Da passt hier die Abdeckung von der X-Achse, von dem Magnetband ganz locker unten drunter durch. Natürlich passt es bei der Spannzange auch. Die ist ja noch kleiner im Durchmesser. Etwas problematisch ist es dann bei dem großen 4-Backen-Futter. Das ziehe ich gerade mal auf und dann schauen wir uns das mal an. Das große Emco 4-Backen-Futter hat einen Durchmesser von ungefähr 153 mm. Und hier gäbe es jetzt das Problem, dass ich hier unten mit der Abdeckung hier schon anstoße. Und jetzt ist ungefähr noch 1 cm, was jetzt nicht bearbeitet werden könnte. Ich könnte die Abdeckung abmachen, dann käme ich noch ein bisschen weiter nach vorne. Man könnte den Oberschlitten noch ein bisschen schräg stellen, dann würde es wahrscheinlich hinhauen.
Es könnte aber auch eine Situation geben, wo man sagen muss, okay, ich muss die Abdeckung abmachen und eventuell noch den Tastkopf. Der Tastkopf ist ja über die zwei Senkkopfschrauben befestigt und auch darüber zentriert. Das heißt, der ist relativ schnell abgemacht und auch wieder angeschraubt. Also das ist jetzt das einzige Manko, wenn ich mit dem großen Vierbackenfutter relativ weit vorne drehen will, und dann stört die Abdeckung und eventuell auch der Tastkopf. Ohne die Abdeckung fehlen jetzt ungefähr noch 2,5 mm. Wie gesagt, wenn ich ja den Oberschlitten noch ein bisschen quer stelle, dann kann ich da auch noch ein paar Millimeter rausholen. Nicht sehr viel, aber ein bisschen kann man noch rausholen. Und dann wird es wahrscheinlich auch klappen. Aber es ist klar, hier unten der Tastkopf würde bei dem großen Futter im Weg sein. Ob das jetzt die letztendliche Lösung ist, weiß ich noch nicht genau. Ich werde jetzt eine Weile damit drehen. Und falls es mir überhaupt nicht gefällt, dann muss ich mir noch was anderes überlegen. Aber soweit denke ich mal, wird es auf jeden Fall für mich erstmal okay sein. Mit einem etwas quergestellten Meisel kommt man dann aber auch bis vorne hin. Also das geht zur Not auch. Beide Achsen sind jetzt fertig. Ich habe es auch schon mit der Uhr geprüft. Es geht jetzt bei mir mit dem Fahrweg von ganz vorne. So weit wir wahrscheinlich nie nach vorne kommen. Mal nullen. Und es geht bis hinten, bis zum Reitstock. Und mal gucken, wie viel wir da haben. Ich denke, das ist ein bisschen über 400. Ja, 400,7. Also habe ich noch gerade so Glück gehabt mit diesem Glasmaßstab, der kann ein bisschen über 400. Wenn ich den Reitstock runternehme, dann muss ich aufpassen, weil dann könnte ich rein theoretisch zu weit nach hinten fahren und den Glasmaßstab beschädigen. Ja, das funktioniert also alles soweit super. Und damit wäre jetzt dieses Projekt, also Erweitern dieser kleinen Drehmaschine um eine Droh, fertig. Das nächste Projekt wird dann ein Solid Tool Post sein. Dieser Wackeldackel, der hier oben drauf ist, den würde ich gerne ersetzen. Ja, und dann werde ich ein bisschen drehen und danach entscheiden, ob ich das Ganze auch noch auf CNC umbaue oder ob ich so glücklich damit bin. So, das war's dann schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Über konstruktives Feedback oder Fragen würde ich mich natürlich sehr freuen. Ein Like wäre auch super und ein Abo noch besser. So, dann bis zum nächsten Mal. Euer Anton. Ciao.